Heute sind wir im Kohlenpott und zwar um eine neue Folge zu den Most Sexiest Vespa Workshops zu drehen. Und wie ihr vielleicht hinter mir seht, sieht es nicht ganz so aus, als sind wir jetzt in einer Hightech-Werkstatt. Aber wir schauen uns etwas viel Besseres an, nämlich eine echte Ruhrpott-Schraubergemeinschaft von Kumpels, die schon lange an Wespen schrauben. Also dranbleiben und anschauen. Hier geht's zur Schraubehölle. Moin, hallo. Hi. Oh, Servus. Hi, Jesko. Ja, schön, dass ich bei euch hier im Ruhrpott zu Gast sein darf und mir die Werkstatt angucken darf. Wollen wir ganz kurz anfangen, eine kleine Vorstellungsrunde zu machen, dass wir wissen, dass ich weiß, mit wem ich zu tun habe? Gerne. Ich heiße Stigis Eftimius, 51 Jahre alt und ich bin Vespa-Fahrer. Mir macht Spaß. Vespa-Fahrer ist schon mal die beste Voraussetzung. Super. Bin ich auch. Mirko Sandos, mein Name von den Full Metal Scooterists und ich darf hier beim Ruhrpott Racing Team eben häufig dabei sein und ich fahre auch seit 35 Jahren diese traumhaften Zweitakter. Ich bin der Masch, auch Teil des Ruhrpott Racing Teams natürlich, auch einer der wenigen Rennfahrer, mehr für Rundstrecken, Kölner Kurs, Nürburgring, habe ich viel Spaß dran. Seit dem 16. Lebensjahr dabei mit den Vespas. Ja. Tossi hat uns eingeladen hierher. Ja, ich habe euch eingeladen, stimmt. Ich bin der Tossi, mache den Kram jetzt seitdem ich 18 bin. Jetzt bin ich ein bisschen älter. Bin hier der Rennfahrer. Ja, Andreas, auch von Anfang an mit dabei. Fahre seit 36 Jahren Roller. Wir sind hier in meinen Räumlichkeiten, also die Räumlichkeiten, die wir uns hier zum Schrauben und zum Entwickeln und zum Spaß haben teilen. Und ich finde schon, dass ihr hier seid. Einer bleibt noch übrig? Ich bin der Holger. Ich habe echt keine Ahnung, wie lange ich Roller fahre. Ist auf jeden Fall ewig. Bin, glaube ich, auch von Anfang an im RPRT dabei. Es ist geil, es macht Spaß. Vielen Dank. Aber ich glaube, wo wir genau sind, was ihr hier genau treibt, das erklärt uns Tossi am besten noch mal ein bisschen ausführlicher beim Kaffee und wenn wir uns hingesetzt haben, oder? Ja, sicher. Tossi und ich, wir haben uns jetzt mal hingesetzt. Ich habe endlich einen Kaffee bekommen. Und jetzt will ich natürlich von ihm wissen, worum es hier geht in der Werkstatt. Ne? Weil wir denken immer, im Kohlenpott, da gibt es nur Brieftauben und Fußball. Warum hat es bei dir für beides nicht gelangt? Ja, Brieftauben hasse ich wie die Pest. Die verscheuche ich immer. Ja, Fußball habe ich mich noch nie so wirklich für interessiert. Ich habe auch nie Fußball gespielt. Aber wenn es um einen Verein geht, dann um den S04. Okay. Wo ist der? Gelsenkirchen, Schalke. Okay. Sind die in der Bundesliga? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Es ist gleich Schweigen im Raum, ne? Das sind die falschen Witze hier. Das mit Schalke ist nicht lustig. Machen wir mit Rollern weiter. Wo sind wir? Wir sind hier in Mahl, Stadtteil Drewer, bei einem Gartenlandschaftsbaubetrieb. Der Andreas stellt uns hier die Örtlichkeiten zur Verfügung. Das heißt, wir dürfen hier die Werkstatt zusammen nutzen. In einem anderen Räumchen haben wir noch so einen selbstgebauten Prüfstand. Hier stimmen wir unsere Karren ab für die DBM. Wie viele Leute seid ihr eigentlich in dem Ruhrpott Racing Team? Ich glaube, ein aktives Rennmitglied haben wir. Das bist du. Das bin ich. Aber es sind ja auch mal mehr gefahren, oder? Quartermile ist der Masch auch schon mal gefahren in Stockach. Ihr seid sozusagen das Schalke des Rollerrennsports. Ja, aber wir sind nicht ganz so schlecht. Also, hätte ich nicht sagen dürfen. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, zeig uns doch mal, was ihr hier gerade so für Perlen baut. Ja, unser neuestes Schmankerl ist unser 166er Motor. Wir haben uns entschieden, für die DBM einen neuen 166er Membranmotor aufzubauen. 166er Grauguss Malossi. Also man muss das vielleicht ganz kurz erklären. Ne? Die DBM ist eine Rennserie für Beschleunigungsrennen mit Vespa und Lambretta-Roller. Nur als kleine Erklärung, was immer DBM bedeutet. Deutsche Blechrollermeisterschaft. Sorry, ich habe hier unterbrochen. Alles gut. Wir haben uns entschieden, wie immer einen günstigen Motor zu bauen, wie zum Beispiel einen alten Graugusszylinder, und geben dem Zylinder einen guten Schliff, also einen ordentlichen Schliff, womit man dann auch ganz gut mithalten kann, wenn man fahren kann und leicht ist. Das finde ich ja ist ja generell eine gute Sache, ne? Weil
der Roller-Rennsport, das ist schon eine relativ krasse Materialschacht geworden inzwischen. Ich finde es cool, wenn es Leute gibt, die statt einfach nur Geld in die Motoren zu buttern, auch mit Know-how und Liebe zum Detail es so schaffen, so Oldschool-Tuning zu machen und damit gute Resultate zu erzielen. Ich würde sagen, wir stehen mal wieder auf und gehen ein bisschen rum und du zeigst uns ein bisschen die Werkstatt, oder? Ja, Werkstatt und Prüfstandsraum. Sehr gut. Auf geht's! Ihr habt ja hier eine schöne Schrauberhöhle, die ganz gut ausgestattet ist, oder? Mit Werkbank, Hebelbühnen. Ja, uns fehlt eigentlich eine Drehbank noch und eine Fräsbank. Dafür haben wir unseren Mitglied Holger, der regelt alles, was wir gedreht haben müssen oder gefräst haben müssen. Aber schweißen können wir ja auch. Macht ihr auch Roller im Kundenauftrag? Gibt es sowas? Ja. Oder sind das dann eher Freundschaftsdienste? Das sind eher Freundschaftsdienste, weil eigentlich haben wir für Kundenaufträge so gut wie keine Zeit. Wir sind alle berufstätig und schaffen vielleicht gerade unsere eigenen Fahrzeuge. Ja. Aber ich sehe, dass du hier ein recht interessantes Projekt hast, was man wirklich selten sieht. Die sind beide von dir, oder? Ja, sind beide von mir. Der kleine Modello ist für Kiki, der große Modello ist für mich. Damit das am Ende ungefähr gleich rauskommt. Genau, damit wir am Ende gleich schnell sind, weil ich bin ja ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Das sind Super-Loy-Motoren. Die Gehäuse sind vom Tom aus Südtirol. Der hat die entwickelt und der vertreibt die auch. Und das ist eine gute Alternative, wenn man seiner Louis zu mehr Pferdestärken verhelfen möchte. Also dazu muss man sagen, eine Louis, das ist quasi eine Small Frame Lambretta. Das sind aber auch recht kleine, recht leichte Roller, die auch nicht ganz so stabil vom Fahrwerk sind. Das stimmt. Man sollte natürlich das Fahrwerk dementsprechend anpassen. Das heißt, ein vernünftiges Federbein hinten drin haben und vorne noch Zusatzdämpfer verbaut haben, damit das Ganze nicht so schwammig ist. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ne, dann ist das Interessante an den Super-Louis-Motoren, dass quasi dieser ganze Rumpfmotor ein normaler Lambretta-Motor in Anführungsstrichen ist, also ein Lambretta-Motor aus den großen Lambretten. Und dass nur der Zylinder nach oben gedreht wurde, anstatt hier vorne gerade zu sein, damit er in ein Lambretta Smallframe-Rahmen passt. Ist genau, das richtig? So ist das. Hinter dir sehe ich auch noch was mir persönlich sehr gefällt, weil mein Lieblingsmodell bei Vespa ist ja schon lange die GS4 oder GS 160. Wem gehört die? Das ist der Roller von Mirko. Mirko, kommst du bitte mal? Sehr gerne. Ein richtig hübsche GS 160 hast du da. So zur Geschichte, ich habe die 97 gekauft. Die war mal ein Jahr in Innsbruck. Das ist also eine Italienerin. Nachdem ich so ein bisschen was gelesen habe über Grimstead und so, dass man das noch ein bisschen frisieren kann, habe ich dann das Rupert Racing Team kennengelernt und dann haben wir da einige Sachen gemacht. Das ist ja aber ein recht unkonventionelles Konzept. Man muss dazu sagen, dass die GS 160 einen schlitzgesteuerten Motor hat. Der der Vergasereinlass geht direkt in den Zylinder und wird über den Kolben gesteuert. Das war ganz am Anfang bei Vespa mal so, dann haben sie wieder aufgehört, dann haben sie es noch mal kurz bei der GS 160 und SS 180 gemacht, dann haben sie wieder aufgehört. Wer weiß warum. Aber das führt auch dazu, dass viele Tuning-Zylinder der Vespa, der PX, nicht auf die GS 160 passen. Aber ihr habt eine Lösung gefunden. Genau, das Lochbild ist ja eben ein bisschen anders, deswegen passen die normalen Zylinder eben nicht drauf. Glücklicherweise habe ich dann eben so einen Spinner aus Landsberg kennengelernt, ne? Der André Jötebock, und der war da total begeistert und hat sich da eben wirklich richtig Gedanken zugemacht. Er hat dann eben so angepasst, dass das Original-Lüfterrad so passend gemacht wurde, dass man aber trotzdem eben eine verstellbare Zündung fahren kann. Okay. Und er hat halt vor allem die größte Herausforderung gemeistert. Er hat ein Quadrini so umgebaut, dass der jetzt einen Direkteinlass in den Zylinder hat. Genau, so dass man das mit dem originalen Vergaser immer noch weiter fahren kann und eben nicht irgendwie darum tricksen musste. Okay, also weiterhin originaler Motor, Original-Look, deswegen auch die Zündung umgebaut wahrscheinlich wegen dem Original-Look? Also das Lüfterrad ist von innen ausgedreht und dann eben so die Magneten befestigt, dass eben das optisch so aussieht wie bei der GS4, aber eben mit neuester Technik. Sieht unspektakulär aus, aber genau das ist das Besondere daran. Sieht halt original aus, hat aber trotzdem sehr schönen Motor. Und André Jüterbock, der ist, wenn ihr öfters mal den Kanal hier schaut, vielleicht nicht ganz unbekannt. Er ist nämlich SIP-Mitarbeiter und macht auch die anderen Videos. Weißt du. Aber ich sehe, dahinter hast du noch ein Projekt. Ist das auch von dir? Ja. Ist das eine Restauration?
Ja, die habe ich auch schon 25 Jahre und vor 2,5 Jahren oder so ist mir da unglücklicherweise einer ein bisschen reingefahren und dann stellte sich das eben so heraus, dass da unglücklicherweise doch noch das ein oder andere verbessert werden konnte im Metallbereich. Okay. Und jetzt bin ich auch gerade dabei, die wieder zusammenzubauen. Also wo es gerade, sag kurz, welches Modell es ist. Das ist ein Rallye 200 von 77. Das heißt, dass sie ja eben keine Femsatronik mehr hat, sondern eben schon als einer der letzten Modelle ist mit einer Ducati-Zündung. Die beiden Modelle gehören auch zu den gefragtesten Vespa-Modellen der Large Frame-Reihe. Gerade inzwischen Rallye 200 ist was richtig, richtig gefragtes, richtig Schönes. Gefällt mir immer, wenn sowas neu aufgebaut wird. Danke dir. Ich danke dir. Rossi, was ist denn das hier? Das ist eine, das ist keine Blue Special, das ist eine Golden Special, weil darunter ist goldener O-Lack, wird wieder in Goldfarben lackiert. Wird nicht freigelegt, der O-Lack. Nee, das kannst du vergessen. Also das ist keine gute Basis, um den O-Lack freizulegen. Also man muss sagen, es gab von dieser Serie Golden Special, Silver Special und Blue Special. Und eigentlich würde ich sagen, dass die Golden Special sogar am gefragtesten ist. Aber irgendwann hat irgendein Vorbesitzer sich entschieden, doch eine Blue Special draus zu machen. Vielleicht waren damals Blue Special mehr gefragt, keine Ahnung. In jedem Fall bin ich gespannt drauf, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Wo sollen wir hin? Wir gehen am besten. Fast der Arsch. Okay. Wir gehen am besten mal in euer. Ich verhaspel ein wenig. Jetzt bin ich ganz aufgeregt, weil du mir den Arsch gefasst hast. Ihr habt in eurer Werkstatt ja auch noch ein technisches Highlight, was nicht jede Werkstatt hat. Ihr habt einen Prüfstand. Ja, im Prüfstand haben wir auch einen Eigenbauprüfstand. Okay. Wo steht der? Der steht hier neben in der Halle. Den zeigen wir euch jetzt einfach mal. Okay, gehen wir los. Hier ist unser Prüfstand drin versteckt in diesem kleinen Räumchen. Gehen wir jetzt mal rein. Okay. Es gibt vor allem für mich jetzt zwei wirklich interessante Sachen in dem Raum. Nämlich erstmal, dass ihr einen Eigenbauprüfstand habt und der auch erstmal ziemlich professionell aussieht und auch so funktioniert. Und das Zweite, was ich in dem Raum sehr interessant finde, ist natürlich der 166er Motor, weil das ist schön Oldschool-Tuning. Ne? Den 166er gibt es mindestens seit den frühen 90ern. Da ist jetzt nicht Hightech reingeflossen, sondern da ist einfach Know-how reingeflossen, vor allem in den Auspuff und ich hoffe auch in den Zylinder. Aber ob das so ist, das müsst ihr jetzt erstmal unter Beweis stellen. Genau. Da macht man Krach. Ja, Thorsten, das hat sich schon mal ganz gut angehört. Ja, läuft doch schon ganz gut. Okay. Fürs Erste, aber da müssen wir auf jeden Fall noch mal bei, weil wir haben einen schönen Kamelhöcker. Die Spitzenleistung ist auch noch ein bisschen zu wünschen übrig. Wir haben knapp 34 PS. Erstmal sind ja 35 PS für einen 166er, als er damals rauskam, der Zylinder, hätte wahrscheinlich keiner damit gerechnet, dass man daraus irgendwann mal 34 PS baut. Ne? Also von daher ist das schon mal ein ganz guter Weg. Ne? Und den Kamelhöcker, den kriegt man wahrscheinlich weg durch... Ja, den Kamelhöcker bekommt man weg, wenn man den Vorauslass erhöht. Und das heißt, wir werden den Auslass noch ein bisschen in die Höhe fräsen, dem ein bisschen mehr Steuerzeit geben und die Auslassbreite ist auch noch nicht komplett ausgeschöpft. Wir sind so bei 68%. Also haben wir noch mal ein bisschen Luft nach oben, um das Ganze noch ein bisschen zu optimieren und noch ein paar Pferdchen zu finden. Okay. Also wir drehen jetzt im Prinzip die Abschiedsszene und die moderiert Wasch. Die moderiere ich, ja. Schön, dass ihr da wart. Jederzeit gerne. Ein Bierchen ist immer da. Jetzt könnt ihr noch dazu sagen, wir sind auch käuflich, was den Prüfstand angeht. Okay. Dazu gibt doch immer ein Bier dann. Ich glaube, langsam kann ich wieder. Kommen wir nicht zusammen. Prost. Also, vielen Dank, dass ihr uns empfangen habt. Ne? Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Das nächste Mal komme ich nur zum Bier trinken, glaube ich. Sehr gerne. Alles klar. Und bitte, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, dann könnt ihr noch mehr
geilen Typen wie die hier kennenlernen. Die Glocke. Die Glocke? Die Glocke. Genau, Glocke bimmeln und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschö.